Die Gemeinde Neuler war mir bisher auch nicht so bekannt. Sie liegt irgendwo in Baden-Württemberg bei Stuttgart im Ostalbkreis. Hat viel Waldfläche und sehr viel landwirtschaftliche Fläche. Und was ich dann feststellte, sie hatte auch noch eine kleine Fläche, da parkte ein Unimog LF8, ein Feuerwehrfahrzeug. Das hat die Gemeinde schon seit vielen, vielen Jahren. Im Jahr 1983 entschloss sich der Gemeinderat zum Kauf dieses Fahrzeuges. Es kostete damals 34.000 D-Mark. Da habe ich jetzt mehr bezahlen müssen. Dieses Fahrzeug wurde dann ersetzt, jetzt 2020, durch einen HLF 10. Das ist ein modernes Feuerwehrfahrzeug und das wird sicherlich in der Gemeinde Neuler jetzt auch sehr lange in Betrieb sein. Deshalb wurde der alte LF8, der im Übrigen sehr gepflegt ist, so ist das bei der Feuerwehr nun mal üblich, vor allen Dingen in Neuler, wurde er in die Zollauktion gesetzt und zum Verkauf angeboten. Dort habe ich ihn dann entdeckt und ich muss sagen, ich war direkt interessiert, denn ich suchte so eine Doppelkabine, die konnte man schön ausbauen und von außen wollte ich das Fahrzeug absolut original lassen, als Feuerwehrfahrzeug, als H-Fahrzeug zulassen. Er hatte erst 48.000 Kilometer auf der Uhr, das war so gut wie nichts. Ich habe dann durchgerechnet, was ich geben will und dann hieß es warten. Das ging so über gut 8 bis 10 Tage und dann kam der Zuschlag und ich war Besitz eines LF8. Jetzt war die Frage, wo liegt denn überhaupt die Gemeinde Neuler? Da hatte ich ja überhaupt keine Ahnung von, denn da musste ich ja hin, um dieses Fahrzeug zu holen. Ich habe dann dieses Neuler entdeckt, da fährt man ja heute Google und wir haben festgestellt, da fahren wir am besten runter mit roter Nummer, um es abzuholen und es waren ungefähr, wenn ich das richtig habe, 460 Kilometer. Naja, das würde eine lange Reise, 460 Kilometer hin und 460 Kilometer zurück. Der Ort oder die Gemeinde ist recht klein und ich habe dort mit den Leuten telefoniert. Alle sehr freundlich in der Gemeinde, einer kannte den anderen, jeder wusste Bescheid, dass der Feuerwehrwagen gefragt war. Mein Freund Georg wollte mitfahren. Wir hatten einen SUV, Vierradgetrieben und hier war die Frage jetzt, wie ist das Wetter? Neuler liegt auf 518 Meter hoch. Also den Wetterbericht angesehen und dann festgestellt, es könnte nachts im Minusbereich sein, sonst um die 0 Grad. Starkes Schneetreiben könnte kommen, konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen. Aber sicherheitshalber Schlafsack und warme Kleidung mitnehmen. Man weiß ja nie. Im Übrigen kenne ich mich mit Schnee aus. Wir waren schon mehrfach im Winter in Norwegen, teils mit unserem Geländewagen und auch mehrfach mit dem Motorrad gespannt. Bei 30 Grad minus weiß man dann wirklich, was Kälte ist. Aber gute Planung ist alles, gute Kleidung. Und die Leute, die vom Abenteuerurlaub reden und der war chaotisch und wirklich gefährlich, die haben meistens nur eine ganz chaotische Planung betrieben. Gut geplant gelingt jeder Abenteuerreise. Aber ich denke, nach dem Ort Neuler, das wird keine Abenteuerreise. Etwas abenteuerlich soll es dann doch werden. Also morgens um 7 Uhr auf die Autobahn, Wetter war super, schön klar, man konnte prima fahren. Bei Kupferzell verließen wir dann die Autobahn und fuhren über Landstraße. Da wurde es dann auch schon langsam etwas winterlich. Aber es war nicht tragisch, die Straßen waren gut gestreut und wir kamen schön voran. Eine nette Gegend ist das da alles, viel Landwirtschaft, traumhafte Ausblicke und die Suche nach einer Frittenbude war leider vergebens. Corona, überall war alles geschlossen. Wir waren verabredet für 1 Uhr. So wie es sich gehört, waren wir rechtzeitig auf der Strecke. Und so kamen wir schon um 12:30 dort an und fanden auch relativ schnell das Feuerwehrhaus. Also ich muss auch dazu sagen, ich denke, jedes Auto hat so auch ein privates Leben, ein Eigenleben, eine Seele. Hier fanden wir ihn so ganz alleine vor dem alten Feuerwehrhaus. Das ist mehr ein neues Feuerwehrhaus, aber er stand dort und schaute traurig auf sein früheres Zuhause. Ausgestoßen. Keine Verabschiedung durch eine Blaskapelle, als er gekommen war, wurde er willkommen geheißen, vom Pfarrer gesegnet. Jetzt hat er 30 Jahre seinen Dienst gemacht, steht draußen in der Kälte. Naja, so ist das Leben eines Feuerwehrautos.
Pünktlich um 13 Uhr kam dann auch der Ortsvorsteher, der Feuerwehrkommandant und der Chefmechaniker, der das Fahrzeug sehr lange immer gepflegt hat und jede Schraube kannte. Er erklärte mir dann erstmal, wie die Pumpe funktionierte, und dann wollte er sie auch ein letztes Mal in Betrieb nehmen. Sie hatten da einen entsprechenden Brunnen, wo sie das Wasser abzogen, und ich muss sagen, das ging relativ schnell. Bevor ich mich versehen hatte, auf einmal lief alles schon. Man sah, die Leute hatten Übung. Und das Wasser, das war klasse. Dann wurde der neue MAN herausgefahren und beide Fahrzeuge bekamen nochmal Blaulicht angestellt, damit man ein paar Aufnahmen machen konnte. Und ich merkte, etwas waren die Leute doch betrübt darüber, dass ihr altes Dienstfahrzeug nun das Dörfchen verlassen würde. Es wurden noch ein paar Fotos gemacht, jeder stellte sich mal in Position, so zur Erinnerung, wie dieser Film auch. Da kann man dann sehen, wie es war damals mit dem Unimog. Aber jetzt das neue Fahrzeug bietet natürlich viel, viel mehr. Dann war auch alles abgeschlossen, Kfz-Brief wurde übergeben, ein schönes Danke, frohe Weihnachten, und dann waren wir auch schon auf der Straße. Und wir fuhren in Richtung Autobahn. Alles war verschneit und jetzt fängt so ein bisschen die abenteuerliche Rückreise an. Wie man hier sehen kann, auf diesem Foto, da ist der Luftdruck noch bei 18 Bar, so wie er sein sollte. Das wird sich aber bald ändern. Und zwar so schleichend. Die ersten 20, 30 Kilometer war das Fahrzeug also noch top in Ordnung. Aber ich glaube, der Wagen hat ja, wie gesagt, eine eigene Seele und er wollte nicht weg. Er hat gedacht, und wenn ich jetzt den Luftdruck ablasse, dann geht meine Handbremse rein und ich bleibe hier im Ort. Ich will gar nicht weg. Aber ich hatte anders mit ihm vor. Normalerweise müsste so 18 Bar sein. Und dann auf einmal auf der Autobahn, ich habe es nicht bemerkt, da war er auf einmal auf 9,7. Und ein Stück weiter, dann war er sehr wahrscheinlich auf die 9,5. Und dann gingen die Kontrollleuchter an, während ich auf der Autobahn fuhr. Und ich hatte blitzschnell geschaltet, denn das Problem kannte ich bei einem anderen Unimog schon. Hier war der Luftpresser sehr wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, den Kessel aufzufüllen. Man konnte weiterfahren und schon ging die rote Lampe an. Und die sagte mir dann, irgendwas muss ich unternehmen. Also habe ich den Luftdruck beobachtet. So bis 8 kann man ruhig runterfahren. Dann hat man noch 3, 4 Vollbremsungen, aber dann steht man auch. Also bin ich so weit gefahren, solange kein Gegenverkehr war, bis dass ich dann eine Ausfahrt bei Worms fand und bin dort runter. Denn jetzt musste irgendwas unternommen werden. Ich brauchte Luft. Ich wollte zur nächsten Tankstelle, fand aber keine. Fand aber da eine gute Stelle. Und um meinen Unimog vorzuwarnen, du bist jetzt mir untertan, sofort an einer Verwertungsanstalt. Da hat er wohl dann auch die ersten Bedenken bekommen. Wir hielten an, Georg und ich, wir beratschlagten. Was machen wir? Wir brauchen Druckluft. Um Druckluft zu haben, brauchen wir einen Kompressor. Der muss wieder angetrieben werden durch einen Generator. Wo bekommen wir das her? Nach Hause war zu weit. Wen hatten wir hier in der Ecke? Eckhard und Björn. Sehr hilfsbereit, beim technischen Hilfswerk. Also, die rufen wir an, wir fragen. Und sie waren bereit und so. Hallo Björn, wir haben ein Problem. Wo wir sind? In Abenheim, bei Worms. Nach Hause waren es 260 Kilometer, hin und zurück 520. Weilburg lag da viel näher, 120 Kilometer. Das konnten wir machen. Also auf nach Weilburg. Björn und Eckhard hatten noch Dienst beim THW und hatten aus der Firma bereits den Kompressor, den Generator, Schlauch und sie hatten an alles gedacht. Sogar noch an eine Pressluftflasche. Die war leider nur halb voll, aber 130, 140 Kilometer haben wir nur mit der Pressluftflasche gefahren. Dann ging es wieder im Eiltempo zurück. Georg fuhr, ließ noch einen schönen Blitzer anleuchten und dann waren wir auch wieder bei unserem Unimog. Den Generator angeschmissen, dahinter den Kompressor, dann den Schlauch daran und als erstes haben wir mal die
Behälter aufgefüllt und danach dann die Pressluftflasche angesetzt. Damit ließ sich jetzt eine ganze Zeit lang fahren. Es leuchtete zwar immer die Lampe, weil wir nur 9,5 bis 10 Bar Druck aufbauen konnten damit, aber das war nicht tragisch. Die Autobahn war frei, ließ sich gut fahren und das war ein großer Vorteil. Man ist doch erstaunt, wie wenig man bremsen muss, denn nur beim Bremsen verlor ich praktisch etwas Druck. Das war immer so ein halbes bis dreiviertel Atü. Und um 2 Uhr nachts war ich dann zu Hause. Und mein LF8 kam in die Halle. Am nächsten Morgen hatte ich natürlich nichts Eiligeres zu tun, als erstes hinzugehen, die Motorhaube aufzureißen und zu sehen, was ist mit dem Luftpresser. Ein kurzes Gespräch mit dem Chefmechaniker in Neuler bestätigte mir, sie hatten die Dichtung gewechselt, aber wahrscheinlich war das Material nicht gut. Und wir fanden dann auch, die Dichtung war durchgebrannt. Eine ganz kleine Ursache, aber große Wirkung. Hat uns sehr viel Zeit gekostet, aber wofür sind wir Techniker? Wir lösen auch Probleme. Und jetzt steht mein neuer Freund in der Halle. Er wird irgendwann einen Namen erhalten und dann stellt er fest, ich bin doch nicht zum alten Eisen. Es sind doch noch Leute, die mich mögen. Es wird die Zeit kommen, da werde ich ihn ausbauen, aber nach außen werde ich ihn genau behalten, wie ein Feuerwehrfahrzeug sein sollte, wie der LF8 aussieht. Wenn es gefallen hat, die Informationen, dann Daumen hoch. Und viele Grüße an die netten Leute in Neuler. Ich glaube, ihr seht, er hat ein gutes Zuhause gefunden. Und meinen herzlichen Dank an Björn und Eckhard für die tolle, schnelle und gut organisierte Hilfe.